Mahlzeit. So, ich versuche mich mal an den Aufnahmen meiner größten Sucht aktuell. Ähm, Ghosts of Tabor. Das ist leider Gottes meiner Meinung nach ziemlich gut. Und ich habe eine Zeit lang gebraucht, um diverse Einstellungen mir anzuschauen. Und immer wieder, wenn ich mit anderen spiele oder auch gerade mit Neulingen, merke ich, wie die Einstellungen unheimlich das Schießen oder Schussbild verbessern. Und da wollte ich einmal ein Video auf Deutsch zu machen. Ich glaube, da gibt es noch gar nicht viel zu. Dementsprechend machen wir ein kurzes Erklärvideo. Grundsätzlich sind wir ja als Loot-Shooter ähnlich wie bei einem Tarkov unterwegs und haben unsere Ausrüstung und müssen andere Spieler rausnehmen oder auch nicht und Phoenixe oder beziehungsweise die jeweilige NPC-Fraktion bekämpfen. Und bei Gewehren haben wir zum Beispiel das Problem, dass ich merke es gerade, weil ich die Einstellung noch zurückgesetzt habe, es ist sehr wackelig. Gut, jetzt bin ich mittlerweile schon was geübt, aber man sieht, man hat hier beide Achsen, also rechte Hand, linke Hand. Ne? Hinzu kommt, ich habe ein sehr kleines Visier, aber ich bin das eigentlich gewöhnt. So, da gibt es zwei technische Möglichkeiten. Und zwar können wir einmal einen Gunstock benutzen im Spiel. Den müsste man sich natürlich erstmal kaufen und dann müsste man jeden Waffentyp kalibrieren damit. Ich persönlich habe zwar einen, ich habe aber bis jetzt noch nicht damit gespielt. Aus dem Grund, weil ich es unhandlich finde. Jetzt gibt der Entwickler uns noch einen virtuellen Gunstock. Ich schalte mal an, also mit dem spiele ich sonst immer. Und dann passiert Folgendes. Man sieht es jetzt nicht. Bei manchen Waffen merkt man das mehr. Ah, so, jetzt hat man es gesehen. Klack. Also die Waffe hat wie eine softe Einraste an der Schulter. Na, also ich bin hinten etwas totgestellt und schon ist, man merkt's, ich kann hinten nicht mehr so wegkippen und ich bin stabiler beim Schießen. Das Ganze wird noch unterstützt mit ganz unten mit dem Junkie Aim Fix. Meines Wissens ist es dazu da, wenn man relativ mittig die Arme hält oder klein ist und das System sich nicht entscheiden kann, welche Schulter soll es anlegen, um das so ein bisschen rauszunehmen. Also das wäre zum Beispiel schon mal der Anfang, wie ich mit Langwaffen spiele und was das Ganze unheimlich stabilisiert. Ihr seht, wie der so einrastet, klack, wenn ich hinten an die Schulter gehe. So. Und das andere ist, finde ich ganz wichtig, Hand Pitch Rotation Offset, das zeige ich euch jetzt gerade. Das wissen die meisten nicht. Ich habe jetzt mir 9 mm gekauft und halte jetzt ganz locker am Arm voraus. So, jetzt hat man natürlich kein richtiges Gewicht im realen Leben und einen anders geformten Controller. Und man sieht, wie die Waffe nach unten zeigt. Dementsprechend müsste ich jetzt gegenkorrigieren. Wenn ich jetzt Kim und Korn über 1 bringen will, und das ist dann immer mit Zeit verbunden und Gewöhnung. Und da gibt es auch noch ein schönes Setting für. Das, wie ich gerade schon erwähnt, Hand Pitch Rotation Offset unter Advanced Input Settings. Und da kann man diesen Winkel korrigieren. Man sieht, wie der Controller so ein bisschen hochhüpft, wenn ich da drauf drücke. Also ich bewege mich so zwischen 8 und 10. Ich probiere jetzt mal 9. Das ist leicht unterschiedlich, wie welche Waffe es ist, aber wenn man jetzt guckt und siehe da, ich halte sie schon natürlich gerader. Und man könnte noch ein ganz klein bisschen. Machen wir mal 11. Ja, seht ihr? Also einfach hochgenommen, ohne großes Korrigieren. Ich meine, es ist eine einhändig geführte Pistole, die ist nicht perfekt. Aber ich kann es nur jedem anraten, nehmt euch die Zeit, nehmt euch eine Glock. Die habt ihr alle am Anfang an der Wand hängen. Ich habe mir jetzt eine Taran Tactical. Ist aber eigentlich auch nur eine Glock in schönerer Version.
Und probiert euch an den Einstellungen aus. Das bringt auch einen dazu, dass man schneller und stabiler schießt, das Ganze. Und das bringt auch mehr Spaß dann im Spiel, wenn man auch mal was trifft. Ja, das war jetzt eigentlich das, was ich euch mal mitgeben wollte. Gerade das Hand-Pitch Rotation Offset wird oft vernachlässigt. Den Grip Thresholds und so weiter habe ich mich noch nicht beschäftigt. Vielleicht mache ich das noch. Manchmal kriegt man Sachen schwer gegriffen. Und dementsprechend kann man da vielleicht noch was feintunen. Aber ja. Wo ich es jetzt sehe, noch ein kleiner Tipp am Rande. Hold Crouch to Open Menu. Disabled. Und zwar ist Crouch, wenn man Seated spielt, der Bewegungscontroller, also der linke in meinem Fall. Und wenn ich jetzt gerade am Anfang hektisch zu fest reingedrückt habe oder zu fest drauf gedrückt habe, ist genau dieses Menü aufgepoppt im Feuergefecht. Und das kann man einfach ausschalten. So, und dann passiert einem das nicht mehr. Das sind auch so Kleinigkeiten, die enorm helfen. So, dann hoffe ich, es hat euch geholfen und gerne mal kommentieren, ob ja, nein oder ob ihr andere Meinungen habt. Es gibt da einen großen nicht, aber viele ganz doch ja, nein, Diskussionsgrundlage. Nun gut. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen.